Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, das seht ihr jetzt schon zum zweiten Mal meine Begrüßung, denn es ist eine absolute Katastrophe passiert. Wir haben Freitagabend hier auf dem Rheinsteig und gerade als ich hier in Ruhe meine Videos angucken wollte nach der Wanderung heute, habe ich festgestellt, dass alle Videos bis auf 2 Videos gelöscht waren. Und vorhin, kurz bevor wir hier waren, als wir am Netto waren, gab es bei der SD-Karte irgendeinen Fehler auf der GoPro und ich konnte danach aber weiter filmen, habe zum Glück nur noch 2 Videos gemacht, danach ging aber gar nichts mehr. Ich werde zu Hause schauen, ob ich den ganzen Tag rekonstruieren kann mit so einem Recovery-Tool, denn ich hoffe, dass ihr jetzt schon den Tag gesehen habt und morgen geht's weiter. Wenn nicht, dann gebe ich euch nochmal von zu Hause nach der Szene hier eine kleine Zusammenfassung. Ansonsten bis morgen. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, die Videos vollständig wiederzuholen. Ist immer noch sehr ärgerlich, aber nach einem ganzen Tag Arbeit und verschiedener Softwarelösungen konnte ich ein paar Clips zumindest zurückholen mit Audiofehlern und Bildfehlern. Und ja, das sieht teilweise echt merkwürdig aus. Und trotzdem möchte ich euch jetzt einmal kurz ein paar Zusammenschnitte vom Freitag zumindest zeigen, damit ihr so ein bisschen Kontext habt, wie die Wanderung weitergegangen ist. Kurz zur Wanderung generell jetzt am Wochenende, 3. Teil vom Rheinsteig. Wir machen diesmal ein bisschen weniger Kilometer, statt unseren 70 nur 55, sind wieder aus Essen 2,5 Stunden angereist am Freitag nach der Arbeit und haben diesmal geplant, eine Nacht im Van zu schlafen und den ein Dorf in Braubach weiter abzustellen, als wir letztens aufgehört haben in Lahnstein. Und wir sind dann mit der Bahn rübergefahren nach Lahnstein und sind dann durch die Ruppeltsklamm gewandert, zurück nach Braubach zum Campingplatz und haben dort übernachtet. Und wie der Tag aussah, das zeige ich euch jetzt kurz. Willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich die 3. Etappe. Ja, endlich angekommen hier beim Green Camping. Wir stehen hier nämlich auf dem Campingplatz. Aber für uns geht es jetzt hier runter. Sehr schön angelegt hier, vor allem, dass auch ab und zu mal so ein paar Holzelemente hier sind. Hier ist schon fordernd technisch und hier, wie ich sehe, fangen jetzt auch langsam diese Stahlseile an. Ich denke mal, dass es nicht besser wird. Bisher war der Stein trotz der Nässe jetzt so rutschig. Okay, jetzt sehe ich die Klammer, wie tief sie gehen kann, das habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Hier geht es jetzt echt deutlich runter. Da geht die lange runter, fließt dort in den Rhein rein, da bald gleich. Aber jetzt erstmal da den Berg hoch. 6 Kilometer, damit haben wir jetzt knapp die Hälfte. Da ist ein Reh im Wald. Ja, durch die Kopflappen sieht man natürlich so Wildtieren die Augen immer sehr gut. Okay, hier haben wir noch ein Reh. Man erschreckt sich im ersten Moment immer ein bisschen, wenn man die sieht. Und die bleiben natürlich klassisch stehen, wenn sie Licht sehen. Deswegen gehe ich jetzt auch gar nicht näher ran. Bei den leuchtenden Augen denkt man natürlich im ersten Moment immer was Böses. Und zum Abschluss hier geht es nochmal echt schwer bergab, sogar mit einem Seil hier neben. Ja, da hat Philipp sich langgelegt, aber war auch wirklich schwer hier. Die Steine sind so moosbewachsen teilweise. Deswegen war das Seil da. Und da liegt die Trinkflasche noch. Jetzt laufen wir gerade durch eine kleine Siedlung. Ja, und wie man hier sieht, hat man auch ab und zu Trailmarkierungen vom NST. Gibt keine Nudeln. So, alles geschafft vom Einkauf. Ein paar kleine Snacks noch geholt und jetzt geht's ab zum Campingplatz. Dann wird schön gekocht. Saft. Philipp ist auf solchen Touren immer unser Chefkoch. Und der macht uns jetzt die leckeren Nudeln. Und ich kümmere mich mal um den Strom, damit wir auch nach eine kleine Heizung hier haben. Und ja. Das Gute bei einem Aufstelldachcamper ist natürlich, dass man oben so ein richtiges Zeltfeeling hat. Also ich hoffe mal, dass es sogar regnet. Es ist immer sehr gemütlich. Ich werde oben schlafen, Philipp schläft unten. Und dann haben wir beide ein sehr breites Bett und sind dann frisch ausgeruht für den morgigen Tag. Ja Leute, was ein Tag heute. Hat super viel Spaß gemacht, der Weg, aber das mit der Speicherkarte ist mir ganz schön auf den Magen geschlagen jetzt. Ich hoffe echt, dass ich die Videos nochmal wieder bekomme. Zum Glück gibt es hier in der Nähe einen DM, der schon um 8 Uhr aufmacht und ja, da werden wir morgen früh direkt um 8 hinfahren, 2 Speicherkarten kaufen, die sollten auch für die GoPro passen und dann geht es weiter auf die 28 Kilometer. Ja, wir haben hier echt eine nette Aussicht nochmal, jetzt auf den Rhein hier oben im Dachzelt, sehr, sehr gemütlich. Philipp ist hier unten,
hat sich da bequem gemacht, schon am Schlafen. 10:30, wie gesagt, und jetzt geht's mal 8 Stunden in den Schlaf. Also bis morgen dann. Guten Morgen hier am Samstagmorgen um 8 Uhr. Wunderbarer Sonnenaufgang hier am Rhein gerade. Echt schön, wie die Sonne da über den Bergen hochkommt. Wir haben super geschlafen, sehr erholsam und fahren jetzt gleich direkt nach DM. Der ist irgendwo in die Richtung. Ich glaube auf der anderen Rheinseite, macht um 8 Uhr schon auf. Deswegen haben wir bis jetzt gewartet. Fahren kurz hin, holen 2 SD-Karten und dann geht es auch weiter schon wieder in die Richtung auf den Rheinsteig. Das Auto stellen wir noch ein bisschen woanders hin. Und dann werden heute 28 Kilometer gegangen bis zur Schutzhütte. Ja, und hier der GoPro-Test mit der neuen Speicherkarte. Scheint zu klappen, nimmt schon 2 Minuten auf. Deswegen bin ich jetzt frohen Mutes und weiter geht's jetzt gleich. Noch schnell einen Kaffee beim Bäcker eingesammelt und ja, ich denke mal um 9 Uhr sind wir dann effektiv auf dem Trail. Ja, da geht es auch direkt los mit einem steilen Anstieg, nämlich zur Marksburg hier hoch. Und ja, so langsam sieht man Braubach auch schon hinter uns. Die Sonne kommt auf der anderen Seite ein bisschen raus. Wird auch dringend nötig, weil es schon bitterkalt jetzt gerade. Aber wir laufen uns ein bisschen warm und wir haben auch noch nicht gefrühstückt, denn wir haben gemerkt, dass es sich schon lohnt, wenn man erstmal zumindest irgendwie 3-4 Kilometer morgens läuft und dann bei der ersten Pause frühstückt. Dann sind die ersten Kilometer quasi wie geschenkt, weil man dann noch erholt ist und kann dann noch mal in Ruhe eine Frühstückspause machen, um sich noch mal komplett zu erholen. Also deswegen laufen wir uns erstmal warm gerade. Ja, wirklich schön die Marksburg hier oben und wie es scheint, wohnen hier sogar Leute drin. Hier sind auf jeden Fall Schilder, dass hier nur für Bewohnerparken angesagt ist. Und wir sind hier auf dem Burg-Lehrpfad und ich wusste gar nicht, dass der auch über den Rheinsteig führt, beziehungsweise der Rheinsteig so nah hier an der Burg entlang führt. Aber wirklich schön. Dafür war es auch ein super Anstieg und jetzt sind wir auf jeden Fall warm gelaufen. In der Sonne auch ziemlich warm. Ich glaube, ich ziehe gleich sogar meine Jacke mal aus. Also top Wanderwetter, besser als gestern der Start direkt im Regen. Für heute ist laut Wetterbericht gar nichts angesagt an Regen. Ich glaube ab 22 Uhr war das. Heute Abend beim Zelt auf Pitchen. Ja. Aber wir haben eine Schutzhütte da auch. Wir versuchen heute bis zum höchsten Punkt des Rheinsteigs zu kommen, auf 350 Meter. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber wir haben eine super Aussicht von da oben und auch eine kleine Schutzhütte, wo unser Zelt gerade so drunter passen müsste. Und dann können wir zumindest, wenn es regnet, auch noch trocken kochen. Ziemlich steiler Trail gerade wieder. Wir haben gerade erst 2 Kilometer und 9:30 und es geht hier schon wirklich heftig zur Sache. Also so wie wir den Rheinsteig auch eigentlich kennen. Und ja, wir haben wie gesagt 28 Kilometer und ich denke mal, dass wir so im Dunkeln ankommen werden. Wenn wir 4 Stundenkilometer laufen, dann bräuchten wir ungefähr 7 Stunden eigentlich, aber mit Pausen und mit dem Gelände hier wird es wahrscheinlich eher 8-9 Stunden werden. Naja, und wir haben da die Schutzhütte direkt aus dem Wald, glaube ich, raus auf so eine Lichtung, damit es relativ hell sein. Und da können wir auch ruhig im Dunkeln ankommen. Haben wir die Stirnlampen auch wieder. Aber wäre natürlich schön, wenn man von der Aussicht noch ein bisschen den Sonnenuntergang dann sehen würde. Ja, da sind wir am Königreich Schattenbank. Ein Punkt hier vom Wanderer Soulboy, der den damals hier markiert hat. Wahrscheinlich nachdem er diesen super Anstieg machen musste,
und ja, dann keinen Schatten gefunden hat und sich da ausruhen konnte. Sieht auf jeden Fall nicht allzu gemütlich aus, aber ich kann mir vorstellen, im Hochsommer, wenn man da endlich Schatten hat, ganz angenehm. Wunderbare Aussicht hier, mit Schutzhütte sogar. Wäre ein echt schöner Schlafplatz. Aber naja, liegt jetzt hier zwischen zwei Dörfern, also nicht wirklich auf einem Start- oder Endpunkt. Aber falls jemand hier rauskommt, so 3 Kilometer nach der Marksburg, bietet sich die super an hier. Kilometer um 10 Uhr jetzt und ja, jetzt haben wir unsere schöne Bank hier gefunden und da wir jetzt mal eine kleine Pause brauchen, gerade wenn es so kühl ist und direkt so hohe Anstiege waren, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht überlastet. Außerdem haben wir noch nichts gefrühstückt, noch keinen Kaffee getrunken und das holen wir jetzt erstmal hier gemütlich nach. So sieht übrigens das Kissen aus von Need My Seat, 250 Gramm. Da habe ich jetzt einfach meine Ultralight Powerbank angeschlossen und das heizt jetzt bis 40 Grad hoch. Ich habe das ja eigentlich mitgenommen, um das später mal in der Nacht im Schlafsack eventuell zu testen. Aber jetzt für eine kurze Rast tut ein warmer Hintern auf jeden Fall auch ganz gut. Und fertig. So, eine halbe Stunde ausgeruht, schön gefrühstückt und jetzt sind wir bereit weiter zu laufen. Wurde auch jetzt so ordentlich kalt, als wir da saßen, deswegen doch nochmal die Jacke angelassen. Und jetzt machen wir ein paar Kilometer. Es ist einfach traumhaft, hier in so einem goldenen Herbstwetter rumzulaufen. Und jetzt gerade, wo die Sonne auch so morgens über die Hügel hier kommt, riecht man richtig das ganze Moos und das Laub, was hier liegt. Und ich glaube, in ein paar Wochen ja, werden die ganzen Blätter auch weg sein über den Winter. Und deswegen haben wir jetzt hier die letzten schönen Wochenenden nochmal. Wir gehen gerade wieder so weit runter hier. Und alles, was man auf der anderen Seite da hinten sieht, ist nur wieder Hügel. Also wird der nächste Anstieg nicht lange auf sich warten lassen. Na, hier im Tal sammelt sich natürlich das Wasser. Und hier scheint eine kleine Quelle zu sein. Und irgendwas habe ich von Sauerbrunnen gelesen. Es kann echt sein, dass das eine Sauerquelle ist. Ist leider da vorne zu. Aber das hieße, dass da eben kohlensäurehaltiges Wasser rauskommt. Und das ist natürlich eine nette Abwechslung, wenn man die ganze Zeit nur Leitungswasser oder kohlensäurefreies Bachwasser trinkt. Ja, und das ist tatsächlich passiert. Wir haben uns hier einmal verlaufen, ein Stück, haben einen kleinen Pfad wohl nicht gesehen. Es war auch ein bisschen doof, der Rheinsteig hat nach links gezeigt und hier ging dann eben dieser breite Weg entlang. Wahrscheinlich auch ein Forstweg. Und anscheinend war da noch irgendwo ein kleiner Pfad, der vom Laub bedeckt war, den wir nicht gesehen haben. Mir ist das nur aufgefallen, weil es länger keine Markierung mehr war und weil das schon nicht normal ist, dass man auf so breiten Wegen hier läuft, wo normal auch Fahrzeuge lang fahren können. Naja, aber war jetzt nicht allzu weit, dafür aber leider ein bisschen bergauf, müssen wir jetzt wieder bergab gehen und dann wahrscheinlich jetzt nochmal wieder bergauf. Aber naja, sowas passiert eben. Ja, guckt euch das mal an, von hier kamen wir gerade hoch und dann zeigt der Rheinsteig nach links. Und dann sind wir natürlich nicht da lang, sondern da lang falsch gelaufen. Aber der eigentliche Trail ist hier ganz versteckt, hat man gar nicht durch das Laub gesehen. Da oben ist zwar das Rheinsteig-Emblem, aber das haben wir jetzt beide verpasst leider. Naja, ein paar extra Kilometer können ja nicht schaden, ne Philipp? Oh, heftiger Anstieg hier gerade. Und hier ist die Schutzhütte, die ich eigentlich original bei unserer ersten Planung vom Rheinsteig im Auge hatte. Das wäre dann
ab gestern 21 Kilometer gewesen. Aber da wir gelernt haben in den ersten beiden Etappen, wie schwer der Rheinsteig sein kann, haben wir das ja ein bisschen aufgeteilt auf 5 Wochenenden. Aber guckt euch die Bank mal an. Hätte man eine schöne Liegefläche da gehabt und man hätte wahrscheinlich zu zweit einfach auf dem Tisch hier schlafen können. Da ist so viel Fläche wie echt ein schönes Holzbett und dann morgens mit der Aussicht, super. Aber ich glaube, unser Punkt wird auch extrem schön. Hindenburger Höhe heißt das, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen höher sein und schlafen quasi auch direkt an so einem Aussichtspunkt. Da bin ich wirklich gespannt, wie schön das sieht. Auf den Fotos sah das super aus. Aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Okay, da unten in der Stadt ging jetzt gerade die Alarmanlagen an. Könnte entweder ein Test sein oder irgendwo brennt oder so, will ich mal nicht hoffen. Aber ist schon ziemlich laut. Ja, wir haben auch wieder Kapazität für 3,5 Liter Wasser dabei in 3 Flaschen jeweils. 2 große, eben die leichtesten, die es da gibt, von Aldi sind das die Quellbrunnenflaschen und die sind eben noch mit dem Sawyer Wasserfilter kompatibel. Das heißt, wir können damit hier Wasser aus dem Bach holen, den Filter draufschrauben und dann ja, das Wasser entweder direkt trinken oder eben in die andere Flasche filtern. Und hier vorne haben wir jetzt beide noch so eine kleine Trinkflasche. Die wiegt nur 11 Gramm, hat einen halben Liter Kapazität und die ist halt sehr praktisch, um dann mal während der Wanderung schnell mal einen Schluck zu trinken. Und wenn man dann rastet, kann man das umfüllen. Ich habe auch ein Video auf meinem Kanal zur Wasserversorgung beim Tracking, wo ich nochmal ja, alle Möglichkeiten zeige, auch zum Beispiel Wasserblasen. Manchen Leuten ist das lieber. Die leichteste Möglichkeit sind aber wie gesagt spezielle Plastikflaschen. Und je nachdem, ob man dann Wasserfilter benutzt oder nicht, kann man dann entweder zum Beispiel die Flasche von Aldi nehmen oder es gibt noch eine leichtere von Netto, die wiegt nur 23 Gramm. Aber darüber rede ich ausführlich in dem Video, blende ich euch gerade mal oben rechts ein. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das mal angucken. Diesmal habe ich auch gar nicht geschaut, wo hier eventuell Wasserquellen sein könnten. Wir haben eben heute Morgen die gesamten 3,5 Liter voll gemacht und ja, haben jetzt, würde ich sagen, beide ungefähr 1 Liter weg. Aber theoretisch, auch wenn wir heute nichts mehr finden würden, also kein Bach oder keine Quelle, die sich anbieten würde, daraus Wasser zu filtern, dann würden wir noch über die Nacht wahrscheinlich kommen und müssten dann aber wahrscheinlich ja, morgen früh irgendwo noch Wasser holen. Also bis zum Ziel am Sonntag kommen wir auf jeden Fall nicht mit dem Wasser. Natürlich, wenn es so kalt ist, braucht man weniger Wasser, man schwitzt nicht so viel. Aber gerade wenn wir heute Abend da noch Tee trinken wollen, Kaffee machen, nicht Kaffee machen wollen, aber Track and Eat kochen wollen, das braucht alles immer Wasser. Und dann sollte man zumindest gucken, dass wir für den morgigen Tag, wenn wir anbrechen, noch so eine Notration von 0,5 Liter Wasser haben. Und ja, ich denke einfach mal, dass wir automatisch irgendwo noch heute oder morgen früh vorbeikommen werden, wo es Wasser gibt. Und zur Not müssen wir eben auf die Wanderkarte dann schauen und ja, explizit vielleicht eine Quelle anlaufen und einen kleinen Umweg machen. Im Notfall ist das natürlich alles kein Problem, weil wir ja hier am Rhein entlang laufen und da immer die kleinen Städte unten kommen. Da müssten wir eben zur Not ein paar extra Kilometer machen und einen Abstieg wagen, aber bisher mussten wir das noch nie, hatten immer das Glück, eine Quelle zu finden und ich glaube, das wird auch diesmal kein Problem werden. Ja, die ganze Zeit laufen wir hier an Bänken vorbei schon. Und jetzt, wo wir mal eine brauchen, weil Philipp eine kleine Wundstelle irgendwie im Fuß hat, seine Socke sitzt da wohl nicht richtig. Und er würde sich gerne mal kurz hinsetzen, einmal einen Schuh ausziehen, die Socke richten, finden wir gar keine Bank mehr und das jetzt schon seit einer halben Stunde. Ja, das so hier einfach im Stehen zu machen oder sich hier irgendwo auf die Wiese zu setzen, ist beides nicht so gut. Vor allem, wenn das hier überall ja, so nass ist die ganze Zeit. Dann ja, wartet man doch lieber auf eine Bank. Aber wenn jetzt immer noch keiner in 10 Minuten kommt, dann müssen wir hier kurz eine Zwangspause machen. Wir haben einen kleiner Exkurs hier zur Blasenvermeidung. Natürlich laufen die meisten eben mit Trailrunnern und das ist auch gut so, weil eben der Vorteil gegenüber festen Wanderstiefeln ist, dass eben die Füße ein bisschen lockerer darin sitzen und man beim jedem Tritt nicht immer dieselben Stellen scheuert. Grundsätzlich würde ich euch dann Trailrunner empfehlen und immer eine Nummer größer nehmen.
Und zu den Socken, da gibt es meiner Meinung nach 3 Empfehlungen. Wir beide tragen hier gerade von Inji die Zehensocken und die sind dafür da, falls ihr hauptsächlich Probleme habt mit Blasen zwischen den Zehen. Die meisten haben aber Probleme mit den Blasen natürlich außen am Fuß und da eignen sich die Socken von Right Sock. Die haben eben 2 Schichten, sodass die äußere Schicht am Schuhreifen, die innere Schicht immer stabil am Fuß bleibt. Und für Leute, die extrem Probleme haben mit nassen Füßen, die dann ja sehr viel Probleme kriegen, wenn der Fuß so schrumpelig ist, da eignet es sich für die Sealskins Socken zu nehmen. Die sind halt wasserdichte Socken und da hat man dann keine Probleme und muss nicht zu Gore-Tex Schuhen greifen, die dann nie trocknen. Ja, und wenn ihr dann merkt, ihr habt irgendwie eine Wundstelle, so wie der Philipp das jetzt hier gemerkt hat, dann einfach sofort pausieren, kurz einmal die Socke lüften und sofort was drüber kleben. Also sobald man wirklich den kleinsten Schmerz merkt, einmal lieber sofort abtapen. Und die letzte Empfehlung ist noch eine Schnürung, die man machen kann. Die Schnürung, die ich habe, das nennt man Heel Lock. Und der Vorteil dabei ist, dass hier durch die enge Schnürung vorne die Hacke festsitzt, also hinten nicht scheuert, aber vorne alles locker ist und das sitzt ganz locker hier, sodass die Zehen ordentlich vorne Spiel haben und bei jedem Schritt einfach hier frei liegen und nirgendwo scheuern können. Und so habe ich jetzt mit den Trailrunner, mit der Schnürung und den Inji-Socken nie mehr Blasen. Vorher war das Problem bei mir immer, dass ich die Blasen hauptsächlich zwischen den Zehen am Ende hatte, als ich die Right Socks getragen habe, aber jetzt mit der Schnürung mit den Inji-Socken habe ich weder Probleme zwischen den Zehen noch außen und muss auch ganz, ganz selten nur tapen. Ich glaube, in Kungsläden in Schweden musste ich einmal tapen, als es so ganz lange nass war. Und ja, dann kann es auf jeden Fall schon passieren, wenn man da 300 Kilometer läuft, aber meistens geht es mittlerweile ohne. Auch eine sehr schöne Hütte hier, aber die sieht mir fast schon privat aus, also es ist keine Schutzhütte mehr, glaube ich. Aber zur Not könnte man hier wahrscheinlich auch sogar grillen und vielleicht eine Nacht verbringen. Aussicht ist auf jeden Fall wunderschön. Hier geht der Rheinsteig anscheinend in den Boden irgendwo rein. Müssen wir mal gucken. Das sieht hier übrigens sehr stark nach Wildschweinspuren aus. Die haben hier ein bisschen gegraben und das ein ganzes Stück. Ist auch ein sehr verwunschener Pfad hier gerade. Also sehr viel Laub, sehr viel Erde. Man würde den Weg jetzt gar nicht sehen, wenn der ja nicht hier so ebenerdig wäre für eine Stelle und natürlich die Markierungen da wären. Ja, ich hoffe nicht, dass wir irgendwie eine Wildschweinfamilie heute Abend treffen, wenn es dunkel wird. Gestern haben wir ja ein paar Rehe schon getroffen. Die waren natürlich sehr süß, wobei wir uns da auch ein bisschen erschrocken haben im ersten Moment. Wenn man die so anleuchtet mit den Lampen, dann leuchten die Augen eben so extrem. Aber alles entspannt. So gefährlich ist das im Zweifel auch nicht, wenn man sich da richtig verhält. Ja, wir nähern uns jetzt dem Örtchen Vilsen hier vorne und das heißt, wir sind an der Spitze der Rheinschleife. Ich blende euch gerade mal eine Karte ein. Aber der Rhein kommt jetzt von da, wo wir auch herkommen und geht eben hier bei Vilsen diese Schleife ein und dann da hinten weiter. Auf der anderen Seite ist Boppard, die Stadt zieht sich dann auch noch bis da hinten lang. Sieht man vielleicht auch im Hintergrund, da ist eine kleine Seilbahn. Und das heißt, dass wir jetzt gleich in richtig hohe Gebirge kommen, hier im Mittelrheintal. Ich nenne es mal Gebirge, weil es wird wirklich bis zu 350 Meter hoch. Und ja, da oben an einem der höchsten Punkte werden wir dann auch übernachten. Wir haben jetzt gerade geschaut, wir haben ungefähr die Hälfte der Kilometer, 14 Kilometer, kurz nach 2 und damit wie gesagt die Hälfte der Kilometer. Und ja, werden dann, ich denke mal, in 4 Stunden so ankommen, 18 Uhr. Aber wir haben keine Eile. Es ist ein sehr, sehr schöner Tag hier mit der Sonne. Es ist auch ein richtig warmer Wind gerade, sehr entspannt. Also wir können echt nicht fassen, was wir heute für ein Glück mit dem Wetter hier haben. Es war überhaupt nicht so angesagt. Also es war teils Regen angesagt Anfang der Woche und auf jeden Fall gestern noch total Nebel und bewölkt. Aber wir haben strahlend blauen Himmel schon die ganze Zeit. Und die Temperatur ist echt super. Heute Nacht ist immer noch 6 Grad angesagt, aber wie gesagt, unser Schlafequipment geht bis -4. Da sollten wir keine Probleme haben, auch wenn es so direkt am Wasser immer ein bisschen kühler ist.
durch die Luftfeuchtigkeit. Und wir sind auch auf 350 Meter, also wahrscheinlich auch nochmal 1 Grad kühler, aber da ist genug Spielraum, dass wir auf jeden Fall nicht frieren werden. Und ich bin auch gespannt, dieses Heizkissen mal auszuprobieren. Mit der Powerbank, die ich bei habe, eine 20.000er, kann man die wohl mindestens 8 Stunden betreiben, also das Heizkissen. Und ich werde das einfach in den Schlafsack packen, an die Füße oder mich so drauflegen, mal gucken, wie das bequem ist. Wenn ich dann vielleicht merke, dass es so ab 3, 4 Uhr richtig kalt wird, dann mache ich das mal an. Und dann bin ich mal gespannt, ob diese bis zu 40 Grad da echt einen Effekt machen. Ansonsten könnte ich das vielleicht auch nehmen, um so eine kleine Bettverlängerung zu machen, wo die Füße dann drauf liegen. Meine Matratze ist halt nur 1,83 und ich bin 1,90. Normal lege ich da immer mein Sitzkissen hin, aber jetzt habe ich ja ein besseres noch. Aber mal schauen, ich wollte es einfach mal testen. Eigentlich wollten wir jetzt ein bisschen Kilometer machen, weil wir ja gerade noch mal kurz uns 3 Minuten hingesetzt haben. Aber diese Bank hier, bei dem Wetter und der Aussicht, sieht einfach so einladend aus. Und jetzt legen wir uns hier kurz hin. Ich werde noch mal meine Kichererbsen snacken. Und irgendwo da hinten auf diesen hohen Hügeln werden wir heute schlafen. Ich weiß jetzt gar nicht genau wo, aber wir werden es finden. Und einen kleinen Kaffee sponsert der Philipp ja auch noch. Das ist das, was wir jetzt brauchen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt beide hier noch eine Stunde in der Sonne liegen können und schlafen können oder sowas. Aber wer rastet, der rostet und wir haben noch viel vor uns heute. Deswegen machen wir uns mal lieber weiter auf den Weg. Sehr heftiger Trail hier gerade. Wir gehen jetzt, glaube ich, auf die Höhe von 300 Meter langsam und ich hoffe, dass wir da erstmal eine Zeit lang bleiben werden. Und noch eine Schutzhüttenempfehlung. Direkt gegenüber von Boppard, auch sehr, sehr hoch gelegen. Und guckt euch mal diesen Ausblick hier an. Also wenn unser nur halb so gut ist, bin ich schon zufrieden. Hier wird anscheinend auch ein Feuer gemacht. Allerdings sehe ich gerade, mit Zelt aufbauen ist ja nicht so viel. Also wenn ihr ohne Zelt schlaft, dann geht es wahrscheinlich, könnte man sich hier schön mit der Matte auf den Tisch legen. Aber mit Zelt muss man schauen, vielleicht hier vorne. Aber ja, so viel Platz ist da dann auch nicht. Ein purer Eichenwald hier, gerade durch den wir laufen. Sieht sehr schön aus, auch sehr licht. Man kann von überall da hinten jetzt den Rhein sehen. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt ein bisschen vom Rhein entfernen und quasi über so ein Plateau oben laufen, also ein bisschen abseits der Klippen und dann später wieder zu den Klippen kommen. Ich weiß noch nicht, ob das Stück jetzt schon kommt oder später. Und ich weiß auch nicht, ob wir jetzt die ganze Zeit hier auf dieser großen Höhe bleiben oder ob wir gleich nochmal irgendwie durch ein Tal runter müssen und dann wieder hoch. Also war schon ordentlich heute wieder mit den Anstiegen. Wir sind echt froh, dass wir das doch mit 28, 29 Kilometer heute geplant haben und nicht wieder mit 38. Denn man merkt das schon, obwohl wir jetzt erst 15, 16 Kilometer haben, reicht auf jeden Fall schon wieder mit den Anstiegen. Wenn man den ganzen Tag so draußen ist, wie wir jetzt hier von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dann merkt man erstmal jetzt zu der Jahreszeit Anfang November, wie die Sonne gar nicht mehr richtig hochkommt. Also das geht wirklich fließend von der Morgenstimmung in die Nachmittags- oder Abendstimmung über. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Sonne da auch hinter dem Hügel jetzt gleich untergehen wird. Ich glaube, wir haben jetzt so um die 3 Uhr, vielleicht kurz nach 3. Und in 2 Stunden ist dann wieder Kopflampenzeit angesagt. – 21 Kilometer und Viertel nach 4 und so langsam haben wir uns echt weit vom Rhein schon entfernt und treffen hier mal auf ein paar Nadelbäume. Das sind alles Fichten hier, glaube ich. Und ja, es ist sehr schattig, aber immer noch recht warm. Der Weg ist auch deutlich angenehmer. Jetzt geht endlich mal weder bergauf noch bergab, einfach nur mal schön geradeaus. Und das ist auf dem Rheinsteig echt eine Seltenheit. Und ja, es ist auf jeden Fall heller als gestern um die Zeit, als wir losgelaufen sind. Gestern um 4, da hat es ja leicht geregnet, war sehr bewölkt und da in der dunklen Ruppertsklamm war es dann schon sehr finster. Aber jetzt hier mit der letzten Sonne noch durch die Bäume
denke ich mal, dass wir noch ein bisschen länger Resthelligkeit haben werden und wahrscheinlich erst nach 6 die Kopflampen mit auspacken müssen. Deswegen freuen wir uns gerade, dass wir ein bisschen uns mal entspannen können hier. Ja, es ist sehr ruhig schon hier gerade. Man hört fast keine Vögel mehr und Autos und Züge gerade sowieso nicht, weil wir ein Stück vom Rhein weg sind. Dort ist schon ziemlich viel Lärm. Das hat man auch heute Nacht wieder gehört, wenn da große Containerschiffe vorbeifahren. Dann wummert das richtig irgendwie wie ein Bass. Und ja, der Zug ist natürlich auch laut, der da auf beiden Seiten lang fährt und natürlich die Schnellstraßen. Deswegen hier ist es gerade sehr ruhig, sehr entspannt. Wir reden auch gerade gar nicht so viel, einfach ein bisschen die Ruhe genießen. Und jetzt gehen wir gleich noch einmal sehr, sehr weit weg vom Rhein zu einer kleinen Siedlung oder Dorf, Lükershausen oder Leikershausen heißt das. Und wir hoffen, dass wir da nochmal irgendwoher Wasser bekommen können. Vielleicht gibt es da eine Quelle oder einen netten Anwohner, der uns da ein bisschen die Flaschen auffüllen kann. Das wäre auf jeden Fall super, denn dann gehen wir nur noch Richtung Kestert, nicht ganz bis dorthin, sondern nur wieder zum Rhein zurück. Und dort ist dann die Schutzhütte, bei der wir hoffentlich einen Schlafplatz finden werden. Es ist hier gerade wirklich ein abenteuerlicher Abgang. Man sieht den Weg natürlich wieder gar nicht durch den Laub. Sehr rutschig und sehr felsig und jetzt gibt es ja noch ein Schild von einer Alternativroute ohne Treppe. Jetzt weiß ich gar nicht, welche wir am besten nehmen, aber ich würde sagen, wir folgen einfach dem Rheinsteigschild. Und dann, ja, kommen wir schon irgendwie unten an. Okay, vielleicht hätten wir doch lieber die Alternativroute nehmen sollen, denn diese Treppe wird hier gerade so steil und ist so rutschig, dass vielleicht ein normaler Trail irgendwie durch den Wald links angenehmer wäre. Und wir gehen auch immer tiefer und sehen da oben die Wand. Und wenn wir daran denken, dass wir heute auf dem höchsten Punkt des Rheinsteigs ungefähr schlafen werden, dann könnt ihr euch denken, was uns gleich wieder hier erwarten wird. Boah, jetzt ging es aber echt nochmal zur Sache. Innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde höchstens sind wir jetzt 300 Meter runter und 300 Meter nochmal hoch. Also so hoch, wie jetzt gerade hier der Ausblick war, waren wir bisher noch nie. Und jetzt haben wir den Rhein einmal gesehen und jetzt, wie gesagt, entfernen wir uns einmal und gehen zur letzten Siedlung, bevor wir dann einkehren an unserer netten Schutzhütte. Wir haben genau 17 Uhr. Ich denke mal, wir sind noch 1,5 Stunden unterwegs jetzt. Ja, müssen keine Eile haben. Ist heute nicht so dunkel wie gestern. Keine Wolken am Himmel und bis jetzt sieht man noch alles sehr gut für 17 Uhr. Ja, zu Gedenken haben sie hier noch eine Bank hingestellt. Und hier werden wir jetzt auch unsere letzte Pause nochmal machen. Wahrscheinlich die letzte, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Rheinsteig ist immer für Überraschungen gut. Aber wir sollten es relativ gut zu Ende bringen heute. Ja, die Kilometer auf der Karte sehen noch ein bisschen mehr aus, als unsere Uhr letztendlich sagt. Aber auch wenn es jetzt 2 Kilometer mehr sind, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wie gesagt, war gut, dass wir heute nur die 28 geplant haben. Werden immer ein bisschen mehr, auch wenn wir filmen. Wir machen immer ein paar extra Wege oder wenn wir mal irgendwie eine schöne Bank sehen. Aber alles gut soweit. Wir hatten schon wesentlich schlimmere Tage. Okay, die letzte Pause haben wir gemacht. Und jetzt in der letzten halben Stunde wurde es richtig, richtig dunkel und auch richtig kühl. Mit die Jacke wieder an. Echt ein Unterschied von 5 Grad oder so. Jetzt hoffen wir, dass wir in der Stadt gleich, Lükershausen, da noch was zu trinken finden. Ich hatte eine Wanderkarte von Soulboy gesehen und der hat dort so einen kleinen Wanderkiosk eingezeichnet. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt um die Uhrzeit und Jahreszeit noch da ist. Aber es wäre schon richtig gut, wenn wir da ein bisschen Wasser bekommen würden. Zur Not würden wir das noch über die Nacht schaffen, müssten dann aber morgen früh auf jeden Fall noch was organisieren. Aber ich habe das immer echt gerne, wenn man mit vollem Wasser ins Lager abends geht, dann kann man auch ein bisschen großzügiger sein bei den Töpfen, um die auszuspülen oder auch beim Zähneputzen und muss dann nicht die ganze Zeit immer dran denken, dass man nicht so viel Wasser verschwendet.
Aber mal schauen, wir werden schon irgendwas finden. Ja, und da hinten sieht man jetzt schon die Stadt Lükershausen. Die Stadt ist übertrieben, ist eher eine kleine Siedlung, aber es sieht so gemütlich aus. Und wenn man jetzt überlegt, wenn man da gemütlich in einem kleinen Gasthof schlafen könnte bei der Kälte, das wäre schon was echt Tolles. Auf dem Weg durch Sauerland, den Philipp und ich in 10 Tagen gemacht haben, da haben wir 2-mal in so Gasthöfen geschlafen, alle 4 Tage. Und das war echt immer ein unglaublicher Luxus. Man hat sich so gefreut, dann mal irgendwie in einem Bett zu sein und eine Nacht mal nicht wild zu campen. Und ja, ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Gerade wenn man so lange Trails macht, einmal die Woche mal irgendwo drinnen schlafen, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Also besser geht's nicht. 3 Liter Wasser haben wir wieder aufgefüllt bekommen von einem sehr netten Mann hier, der den Kiosk betreibt. Also unglaubliches Glück, was wir da hatten. Super Kiosk, und das war wahrscheinlich auch diese Wanderbude, die Soulboy hier ausgezeichnet hatte. Die ist auf der Karte ein Stück weiter westlich markiert, und da sind wir die ganze Zeit um so ein Haus rumgelaufen. Dachten schon, klingeln wir jetzt hier und wo ist die Wanderbude? Aber nee, der nette Mann hat hier noch bis 19 Uhr auf und hat uns auch noch bestätigt, dass die Schutzhütte, zu der wir laufen, echt ein super Spot ist, und da zu schlafen sogar. Also sind wir nicht die Ersten, die auf die Idee kommen. Jetzt freuen wir uns. Endlich Wasser, und jetzt kann es ein ruhiger Abend werden. Okay, wir haben die Stadt wieder verlassen und jetzt geht es hier auf in den Wald. Die letzten Kilometer wieder zurück zum Rhein, und dann freuen wir uns auf diese Hindenburghöhe und sind echt gespannt, wie das da aussah oder aussieht, nachdem der Mann uns da jetzt auch so gehypt hat. Ja, und da hinten haben wir uns jetzt schon wieder die ersten Augen aus dem Wald angeguckt. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut im ersten Moment. Keine Ahnung, was das war, aber wahrscheinlich wieder ein Reh. Hier links irgendwo. Jetzt sieht man nichts mehr. Oh, guck mal, wie viele Augen. Wow, ja, da sind 2 Rehe. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber die leuchten echt hell. Echt schön, dass hier so viele Wildtiere noch rumlaufen. Die letzten Etappen haben wir das nie so wahrgenommen, aber da hinten noch eins. Aber da waren wir auch die wenigste Zeit wirklich im Dunkeln unterwegs. Also man hört hier gerade absolut gar nichts. Mitten im Wald, alles ruhig, stockdunkel. Das wäre auf jeden Fall ein Weg, wo ich alleine auf jeden Fall ein bisschen Respekt vor hätte. Muss man einfach so sagen. Deswegen versuche ich natürlich auch immer noch im Hellen das Zelt aufzubauen. Weil jetzt hier im Dunkeln alleine einfach links in den Wald rein und da aufbauen, ja, muss man ein paar Mal gemacht haben. Geht auf jeden Fall, aber ja, ist halt so ein Urinstinkt, ne? Man hat immer so ein bisschen Angst dann tief im Innern, aber man natürlich weiß, dass die irrational ist. Hier draußen im Wald ist man immer sicherer als irgendwo in der Stadt. Die größte Gefahr sind immer noch Menschen, und davon gibt es hier nicht so viele. Ja, jetzt geht es hier nur noch geradeaus, gerade zum Glück relativ ebenerdig. Und dann müssten wir bald den Rhein wieder sehen. Und jetzt gerade hören wir von ganz weit aus dem Wald heraus Musik. Das hört sich so ein bisschen nach St. Martins Musik an, ist ja gerade auch die Zeit dafür. Und vielleicht kommen wir uns gerade oder gleich ein paar Kinder entgegen mit Laternen. Das wird auf jeden Fall schön aussehen. 10 nach 6, Kilometer 27, wir sind fast da, und jetzt sind wir endlich wieder am Rhein, und die Aussicht ist unglaublich gerade. Ich weiß, auf der Kamera kann man jetzt gerade nicht viel sehen, aber vielleicht könnt ihr die Lichter zumindest ein bisschen sehen. Man sieht das Wasser und alle Städte und Dörfer hier am Rhein. Hinten ist eine Burg, ich weiß gar nicht welche. Ich mache mal ein Foto und blende euch das mal ein, da sieht man ein bisschen mehr. Und jetzt gehen wir schnell zur Schutzhütte. Okay, hier weist das Schild jetzt zur Hindenburghöhe. Hier gehen wir jetzt ein ganz kleines Stück runter vom Rheinsteig und gucken uns dann die Schutzhütte dort an. Die Erwartungen sind groß, aber wenn man jetzt nach links und rechts guckt und über die Stadtlichter und den Rhein sieht, dann kann das nur gut werden. Okay, hier geht es nochmal einen kleinen Single Trail bergab. Oh, wunderschön hier. Und hier ist unsere Hütte. Wahnsinn. Groß genug auf jeden Fall, dass wir da unser Zelt sogar drin aufbauen können. Ah, man muss durch die Schutzhütte laufen, um zur Spitze da hinten zu kommen. Naja, ich glaube, um die Zeit kommt jetzt keiner mehr. Stein haben wir hier und eine riesige Flagge. Wahnsinn.
Hier sind so viele Dörfer zu sehen, ich weiß jetzt gar nicht, was ist. Aber morgen früh am Sonnenaufgang wird es wahrscheinlich eine unglaubliche Aussicht werden. Und dann werde ich die auf jeden Fall auch noch mal in Ruhe filmen. So, jetzt haben wir uns hier langsam ein bisschen ausgebreitet und das Erste, was man dann macht, wenn man ankommt und es ist so kalt wie jetzt, ist mal in meinem Fall eine lange Hose anzuziehen und seine Wechselsocken, die man hoffentlich bei hat für die Nacht. Ich habe auch meinen Buff aufgezogen, ist auch ein bisschen wärmer und jetzt ruhen wir uns hier erst ein bisschen aus und dann kochen wir gleich. Philipp hat sich gerade noch ein Bier mitgenommen vom Kiosk, aber hat das leider gerade hier ausgekippt. Wir haben die Kills auch hier liegen, werden uns damit zudecken und man könnte hier auf jeden Fall auch auf den Parkbänken, auf diesen Bänken schlafen. Aber es ist sehr, sehr windig hier auf jeden Fall. Deswegen sind wir gerade froh, dass wir das Zelt bei haben. Das werden wir schön hier in der Mitte unten aufbauen. Und dann haben wir eben mit dem Wind überhaupt keine Probleme. Und so lange halten wir uns jetzt hier auf. Bisschen hinter diesen Holzwänden hier und dann sollte es eigentlich klar gehen. Ich freue mich auf das Heizkissen jetzt tatsächlich. Das werde ich gleich mal anfeuern. 40 Grad, richtig schön warm Hintern dann. Und mal gucken, wie das dann hinterher mit dem Kilt auch klappt, ob ich da auch einen Mehrwert sehe, das mal nachts zu benutzen. Diesmal mache ich den Topf hier komplett voll. Und dann will ich mir einen Track and Eat davon machen. Heute gibt es Chana Masala, die indischen Kichererbsen. Und auch von dem Restwasser dann Tee. Und dafür habe ich jetzt den großen Esbit-Würfel hier. Und mal hoffen, dass der beides anbekommt. Ich denke aber schon, wenn man den Würfel an sich erstmal anbekommt und dann im Windschutz drum macht, dann brennt das eigentlich schon eine ganze Zeit. Ich habe sogar 2 Teebeutel dabei, also vielleicht kann man sich sogar 2 machen von dem Wasser. Und wenn er noch ein bisschen übrig hat, dann fülle ich noch mal ein bisschen Wasser nach. Das sieht doch schon gut aus. Perfekt. Topf hält sehr gut. Und noch den Windschutz drum. Das Gute bei dem Esbit-Kocher ist auch, dass man da natürlich die Folie komplett rummachen kann. Bei Gas muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da noch ein bisschen Freiraum ist, sodass die Gaskartusche sich nicht erhitzt. Und hier muss man eigentlich nur dafür sorgen, dass da genug Sauerstoff dran kommt. Aber dafür hat man die Löcher unten. Ja, und Philipp, was hast du da? Ich habe das legendäre Couscous mit Gemüse. Das haut immer gut rein. Super lecker. Da haben wir guten Hunger. Danke dir. Ja, es hat komplett geklappt jetzt mit dem Esbit-Würfel. Das hat gerade gekocht und jetzt ist noch ein bisschen übrig und da lasse ich jetzt die beiden Tees noch mal drin ziehen. Und hier wird jetzt umgerührt und das muss dann 10 Minuten ziehen und dann kann ich auch essen. Ja, ist schon sehr kalt jetzt hier langsam mit dem Wind, aber wir haben uns das hier richtig gemütlich gemacht. Und jetzt liegen wir beide, jeder auf einer Bank unterm Kilt und das Heizkissen macht auch seinen Job auf jeden Fall. Ich habe einen sehr warmen Hintern immer noch und ja, sehr gemütlich. Jetzt werden wir noch ein bisschen verdauen, ausruhen. Ist ja noch sehr früh, wir haben 6:30 insgesamt. Und dann werden wir so langsam gleich, wie gesagt, hier das Zelt aufbauen und dann noch ein bisschen da rumliegen und dann um 6:45 aufstehen. Pünktlich hier zum wunderschönen Sonnenaufgang. Und dann haben wir noch irgendwas zwischen 14 und 17 Kilometer morgen nach St. Goarshausen. Von da aus nehmen wir dann die Bahn zurück zum Van, wollte ich sagen. Ich kam wieder auf den Ausknopf und ja, wir fahren dann nach Braubach und von da aus müssen wir ein Stück dann wieder laufen, wo wir geparkt haben. Und dann geht es morgen Nachmittag auch nach Hause. So, Zelt aufgebaut, steht hier wieder eins und ich sehe gerade, da fehlt noch oben die Stange für die Breite. Aber wir haben die Möglichkeit, hier diese Außenschnüre an den Bänken zu befestigen. Dadurch haben wir noch ein bisschen mehr Raum von der Breite. Und ja, jetzt gehen wir schon mal rein, weil es wurde doch schon sehr, sehr kalt jetzt. Wir saßen jetzt da, wir haben 8 Uhr und so langsam ist der Wind echt stark geworden. Und gleich soll es auch regnen. Deswegen gehen wir jetzt einfach schon mal ins Zelt, werden da noch ein bisschen wach sein und ich melde mich dann gleich nochmal aus dem Zelt. Ja, da sind wir im Zelt und es ist direkt viel, viel wärmer ohne den Wind hier. Wir sind beide jetzt in den Kilts und haben uns hier eingerichtet. Und es ist direkt irgendwie ein Unterschied von 5 Grad oder sowas. Also super warm hier drin. Ich habe das Heizkissen mal angemacht und das bis unten in meinen Kilt in den Fußraum gestopft und habe jetzt dadurch warme Füße. Ich denke mal, ich werde das gleich irgendwie hochholen und nicht die ganze Nacht laufen lassen. Vielleicht irgendwie später, wenn mir kalt ist, aber jetzt scheint es gerade so, als wenn es eine sehr warme Nacht wird, sehr ruhig, gemütlich. Man hört ein bisschen den Rhein und die Schiffe im Hintergrund. Also
Wird wunderbar. Wir haben erst kurz nach 8, also werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hier rumliegen. Aber ich sage jetzt schon mal gute Nacht und bis morgen. Um 6:45 klingelt der Wecker und dann gucken wir uns zusammen den Sonnenaufgang an. Guten Morgen hier am Sonntag. Wir sind endlich wach geworden um 7 Uhr hier und schon relativ gut hell. Heute Nacht war eine sehr kühle Nacht, eine sehr windige Nacht und eine regnerische Nacht. Aber aufgrund des Standorts hier des Zeltes wurden wir da weitestgehend von verschont. War sehr, sehr angenehm. Wir sind schon, glaube ich, um 9:30 eingeschlafen. Also haben echt 8, 9 Stunden jetzt wahrscheinlich geschlafen. Ich hatte das Heizkissen unten im Fußraum getan, das hat echt seinen Job gemacht. Gerade beim Einschlafen hatte ich das so 1, 2 Stündchen an und dann wurde mir so warm im Kilt, dass ich echt am Schwitzen war und das ausmachen musste. Jetzt gerade trage ich das tatsächlich unter der Jacke hier, ist super angenehm gerade zum Aufstehen. Also falls ihr ein bisschen Energie übrig habt, kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen, für so kurze Touren mal mitzunehmen, gerade im Winter. Und jetzt haben wir natürlich hier eine Hammer-Aussicht, gerade wo die Sonne aufgeht mit dem ganzen Nebel. Aber es ist schon sehr, sehr kalt, mussten uns überwinden, jetzt auch hier rauszukommen. Und jetzt bauen wir schnell alles ab und laufen dann direkt los. Gerade regnet es auch nicht, damit wir ein bisschen warm werden. Und dann geht es an unseren Kaffee und leichtes Frühstück. Und dann haben wir heute die letzte Strecke bis St. Goarshausen vor uns. 7:30, alles eingepackt und jetzt verlassen wir unsere geliebte Schutzhütte. Und dann geht es ab nach St. Goarshausen. Keine Ahnung, wie weit das ist. Wie gesagt, irgendwas zwischen 12 und 16 Kilometer. Aber wir haben mehr als genug Zeit, wir werden relativ früh dort ankommen. Wir lassen uns auch Zeit. Wir hoffen gleich, dass es nicht mehr regnet und wir eine warme, gute Stelle finden. Vielleicht sogar gleich in der Sonne, wo wir dann nochmal einen Kaffee machen können und frühstücken können. Wir haben auch gerade ein bisschen Wasser sogar weggeschüttet, weil wir so viel wahrscheinlich nicht mehr heute brauchen werden. Deswegen ist der Rucksack dementsprechend leicht. Ein paar Rationen sind ja auch schon weg. Und ja, wird ein schöner Tag. Ist natürlich wunderschön, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier morgens durch den Herbstwald zu laufen. Selbst wenn man zu Hause relativ früh aufsteht, mit dem Auto früh in den Wald fährt, hat man nie dieses Gefühl, wirklich direkt nach dem Aufstehen vor Ort im Wald zu sein. Das ist echt immer das Schönste nach so einer Wildcamping-Übernachtung, finde ich. Es ging da jetzt unendlich weit runter, nur um jetzt genau den gleichen Weg hier wieder hoch zu gehen. Also manchmal verstehe ich den Rheinsteig nicht. Ja, wir sind erst jetzt 3 Kilometer oder so gelaufen, aber es ging so steil bergauf und hier gibt es direkt eine Trinkwasserstation, eine schöne Bank und eine wunderbare Aussicht. Und es fängt gerade auch ein bisschen an zu regnen. Es geht gerade noch und bevor es jetzt schlimmer wird, werden wir hier jetzt mal schnell einen Kaffee trinken. Lecker gefrühstückt, 8:45 und so langsam wird es ein bisschen wärmer, ist immer noch sehr windig, aber jetzt sind wir gestärkt und das wärmt den Körper natürlich auch immer ein bisschen auf. Und jetzt werden wir wahrscheinlich durchlaufen, eine Pause vielleicht noch machen, müssen wir mal gucken, wann der Zug auch später kommt, aber soweit haben wir eigentlich keinen Stress. Das auf hat, können wir sich nochmal einen zweiten Kaffee holen.
Ja, Uschis Wanderstation hatte dann doch noch auf und da saßen noch 2 andere Wanderinnen, die den Rheinsteig gerade gelaufen sind und wir haben noch eine große Tasse Kaffee getrunken und uns nochmal aufgewärmt. Und jetzt, wo wir das Haus verlassen haben, kam auch gerade die Sonne raus und jetzt sind wir endgültig gestärkt und bereit für St. Gorshausen. Schnell weg jetzt. Haben wir gerade ein Reh gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Ja, 9:15 und schon nur noch 9 Kilometer, hat das Schild jedenfalls gerade gesagt. Und bei dem Wetter könnte es heute echt ein bisschen länger gehen. Wir sind auch noch total fit, da wir gestern gut überstanden haben. Am liebsten würden wir heute noch mal irgendwie eine 30 Kilometer Etappe machen und dann noch mal hier wildcampen. Aber wir haben leider schon Sonntag und wir haben keinen Urlaub. Aber es wird auf jeden Fall auch Spaß machen, den Rheinsteig an einem durchzulaufen. Und das ist eben ein bisschen das Blöde, wenn man die Touren jetzt ein bisschen verkürzt. Statt 2 lange haben wir eben 3 kürzere gemacht. Man könnte schon noch ein bisschen länger laufen, aber naja, dafür ist man dann auch früher zu Hause am Sonntag und hat noch ein bisschen was vom Wochenende. Und so reicht es ja auch, oder Philipp? Ja, war sehr angenehm bisher. Ja. Ist so warm geworden jetzt, müssen wir erstmal die Schlafklamotten ausziehen. Ich hatte noch die Fließhose an, darüber die Windhose. Und sobald jetzt die Sonne rauskommt und es bergauf geht, wird es einfach so warm. Und bloß nicht anfangen zu schwitzen, dann lieber ein bisschen frieren und beim Laufen wird es dann wieder warm. Ja, jetzt nähern wir uns doch gerade schon der Burg Maus. Die kann man schon so ein bisschen hier durch die Bäume sehen. Hier glaube ich nicht so gut, aber ich zeige euch die gleich nochmal, wenn wir oben sind. Und wir müssen jetzt quasi einmal komplett runter durch dieses Tal hier. Und dann habe ich gerade auf der Karte gesehen, geht es wirklich sehr, sehr serpentinartig steil nach oben. Hinter der Burg wird es dann wahrscheinlich erstmal ebenerdig bleiben und wir gehen über ein paar Felder. Und irgendwann dann später runter nach St. Gorshausen und die Burg Katz, die dann in ein paar Kilometern folgt, die sehen wir erst dann bei der nächsten Tour. Ja, an dem Freitag, wenn wir anfangen, laufen dann direkt auf St. Gorshausen hoch und dann kommen wir an der Burg Katz vorbei. Oh, endlich oben angekommen. Das war vielleicht ein Akt jetzt. Ich glaube, der längste Anstieg bisher vom ganzen Rheinsteig. War steil, aber wir hatten steilere Passagen, aber auf keinen Fall längere. Und wir haben gerade geguckt, wann unser Zug kommt. Der kommt immer stündlich. Und wir bräuchten jetzt ungefähr noch 5 Kilometer ab hier. Wir haben kurz nach 11 und wir planen jetzt eben bis 12:30 Uhr in St. Gorshausen zu sein. Und dazu dürfen wir jetzt keine Pause mehr machen und müssen auch nach dem gewaltigen Anstieg hier direkt weiter. ,6 Kilometer und knapp unter einer Stunde noch Zeit. Der Anstieg hat schon ordentlich Zeit gekostet und ich glaube, wir müssen jetzt noch in die Richtung da hinten. Also mal sehen. Und dann nähern wir uns an Gorshausen schon langsam. Wir sind wirklich sehr gut in der Zeit. Unsere Beine haben überhaupt keine Müdigkeitserscheinungen gerade. Das haben wir sehr selten gehabt. Das muss wahrscheinlich an den Kaffee legen, den wir aus Uschis Wanderbude erhalten haben. Auf jeden Fall geht es sehr gut voran und ich denke, das sollten wir auch schaffen. Ja, kurz nach 12 und wir sind jetzt hier in St. Gorshausen am Bahnhof. Haben es super geschafft. Wir können uns da jetzt noch mal eine Viertelstunde ausruhen und kurz was essen und dann fahren wir nach Braubach zurück, gehen da zu meinem Van und dann fahren wir zurück nach Essen. Die Tour war unglaublich schön. Gerade heute noch hier Mittelrheintal langsam mit der Burg. Und wir freuen uns nächste Mal auf die andere Burg Katz, die ich jetzt gerade sehe da oben.
Und ja, danach geht es auch los zur Loreley und noch weitere Highlights. Also nächstes Mal wird es wunderschön. Wir gucken, dass wir die nächste Tour im Dezember machen, bevor es zu kalt wird. Und ja, dass wir vielleicht das ganze Jahr noch nutzen, um die ganze Tour fertig zu machen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.